Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und wie immer freue ich mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir ein wirklich schönes Thema für euch. Es geht um Geschenke. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir reden heute darüber, wie es sich anfühlt, ein besonderes Geschenk zu bekommen. Ich bin gespannt, was Emilia dazu zu sagen hat. Emilia, bist du bereit? Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Henry, ich bin total bereit. Ich freue mich auch sehr auf dieses Thema, denn ich liebe Geschenke. Wer liebt Geschenke nicht, oder? Ich habe da auch gleich eine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Aber zuerst möchte ich euch alle fragen. Erinnert ihr euch an das schönste Geschenk, das ihr je bekommen habt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig. Oh, das ist eine tolle Frage, Emilia. Ja, schreibt uns wirklich. Wir lesen alle Kommentare. Also, ich fange mal an. Vor ein paar Jahren, ich glaube, es war mein 30. Geburtstag, habe ich ein Geschenk bekommen, das ich niemals vergessen werde. Es war ein ganz normaler Morgen. Ich bin aufgewacht und dachte, okay, heute ist mein Geburtstag. Vielleicht bekomme ich ein paar nette Karten oder vielleicht ein kleines Geschenk. Ich hatte keine großen Erwartungen. Oh, Henry, das klingt schon spannend. Ich liebe es, wenn man keine großen Erwartungen hat und dann doch etwas Besonderes passiert. Das ist das Schönste. Aber erzähl weiter. Was ist passiert? Was war das Geschenk? Also, ich bin an diesem Morgen in die Küche gegangen, um Kaffee zu machen. Und auf dem Küchentisch lag ein großes Paket. Es war in braunes Papier eingepackt und hatte eine rote Schleife obendrauf. Daneben lag eine kleine Karte. Ich habe die Karte zuerst gelesen. Darauf stand, von deinen Liebsten. Mehr stand nicht darauf. Ich war sofort neugierig. Mein Herz hat ein bisschen schneller geschlagen. Oh, das ist so süß. Eine rote Schleife und eine geheimnisvolle Karte. Ich verstehe, dass du neugierig warst. Ich wäre auch sehr neugierig gewesen. Und dann? Hast du das Paket sofort aufgemacht? Ja, natürlich. Ich habe keine Sekunde gewartet. Ich habe das Papier vorsichtig abgemacht, weil ich immer versuche, das Geschenkpapier zu behalten. Meine Mutter hat mir das früher beigebracht. Sie sagt immer, man soll nichts verschwenden. Und dann habe ich eine Holzbox gesehen, eine wunderschöne, handgemachte Holzbox. Ich habe sie aufgemacht und drinnen waren viele kleine Zettel. Auf jedem Zettel stand eine Erinnerung. Warte, was meinst du mit Erinnerungen auf Zetteln? Das klingt wirklich kreativ. Ich habe so etwas noch nie gehört. Können Sie uns mehr erklären, Henry? Ja, gerne. Also, meine Familie und meine Freunde haben alle zusammen dieses Geschenk gemacht. Jeder hat einen Zettel geschrieben, auf dem eine schöne Erinnerung stand, die er oder sie mit mir hatte. Zum Beispiel, meine Schwester hatte geschrieben, erinnerst du dich, als wir als Kinder im Regen gespielt haben und Mama so böse war? Das war der lustigste Tag meines Lebens. Und mein bester Freund hatte geschrieben, der Tag, als wir zusammen das erste Mal Fahrrad gefahren sind und du 3-mal hingefallen bist. Ich lache heute noch darüber. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Das ist wirklich das kreativste und liebevollste Geschenk, das ich je gehört habe. Stellt euch das vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Nicht ein teures Ding aus dem Laden, sondern echte, persönliche Erinnerungen von Menschen, die man liebt. Das ist doch viel wertvoller als alles, was man kaufen kann, oder? Was denkt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Genau das dachte ich auch, als ich die Zettel gelesen habe. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Tränen in den Augen. Ich saß einfach da in meiner Küche mit meinem Kaffee und habe jeden Zettel langsam gelesen. Es waren insgesamt 40 Zettel. 40 Erinnerungen von 40 verschiedenen Menschen. Ich habe geweint und gelacht gleichzeitig. Es war ein sehr besonderer Moment für mich. Das glaube ich dir sofort, Henry. Manchmal sind es die kleinen persönlichen Dinge, die wirklich tief ins Herz gehen. Ich finde es auch sehr schön, dass deine Familie und Freunde so viel Zeit und Liebe in dieses Geschenk gesteckt haben. Das zeigt wirklich, wie viel du ihnen bedeutest. Hast du die Holzbox noch? Ja, natürlich. Die Holzbox steht bei mir zu Hause auf dem Regal, direkt neben meinem Bett. Manchmal, wenn ich einen schlechten Tag hatte oder wenn ich mich einsam fühle, nehme ich ein paar Zettel heraus und lese sie. Es hilft wirklich. Es erinnert mich daran, dass viele Menschen an mich denken und mich lieben. Das ist das Beste an diesem Geschenk. Es hat keinen Preis,
aber es ist unbezahlbar. Das ist so schön gesagt, Henry. Unbezahlbar. Das ist das perfekte Wort dafür. Jetzt bin ich auch ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich dran. Ich möchte euch auch von einem besonderen Geschenk erzählen, das ich bekommen habe. Ist das okay, Henry? Natürlich, Emilia. Ich bin sehr gespannt. Du hast vorhin schon gesagt, dass du eine Geschichte hast. Jetzt bin ich total neugierig. Erzähl uns alles. Also, bei mir war es etwas anders. Mein Geschenk war nicht von vielen Menschen, sondern von einer einzigen Person. Es war von meiner Großmutter. Sie heißt Hilde und ist jetzt 75 Jahre alt. Sie ist eine ganz besondere Frau. Sie backt immer, sie singt alte Lieder und sie hat immer Zeit für mich, egal was passiert. Ich liebe sie sehr. Oh, Großmütter sind wirklich etwas Besonderes, oder? Meine Oma war auch so. Was hat deine Oma dir gegeben, Emilia? Also, es war zu meinem 20. Geburtstag. Ich war gerade mit der Schule fertig und wusste nicht genau, was ich mit meinem Leben machen wollte. Ich war ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Meine Oma hat das gemerkt. Sie hat mich eines Tages zu sich nach Hause eingeladen. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, wie immer. Und dann hat sie mir ein kleines, altes Buch gegeben. Ein Buch? Das ist interessant. War es ein bekanntes Buch oder etwas Besonderes? Es war kein bekanntes Buch, es war ein kleines, handgeschriebenes Tagebuch. Aber es war nicht ihr Tagebuch, es war das Tagebuch ihrer Mutter, also meiner Urgroßmutter. Meine Urgroßmutter hat dieses Tagebuch geschrieben, als sie jung war, ungefähr in meinem Alter damals. Das Tagebuch war über 80 Jahre alt. Ich konnte es kaum glauben, als meine Oma es mir in die Hände gegeben hat. Wow, das ist unglaublich. Ein Tagebuch von deiner Urgroßmutter. Das ist ein echtes Stück Familiengeschichte. Ich kann mir vorstellen, wie besonders sich das angefühlt hat. Konntest du die alte Handschrift gut lesen? Ehrlich gesagt nicht immer. Die Handschrift war manchmal sehr schwer zu lesen, weil es eine alte deutsche Schrift war. Aber meine Oma hat mir geholfen. Wir haben das Tagebuch zusammen gelesen, Seite für Seite. Meine Oma hat mir die schwierigen Wörter erklärt und auch die Geschichte dahinter erzählt. Das war wirklich eine wunderschöne Zeit für uns beide. Ich glaube, wir haben damals eine noch tiefere Verbindung bekommen. Das ist wunderschön, Emilia. Und was stand in dem Tagebuch, darf man fragen? Ja, natürlich, es war ganz alltägliches Leben. Meine Urgroßmutter hat über ihre Arbeit geschrieben, über ihre Freunde, über die Dinge, die sie geliebt hat, aber auch über ihre Ängste und ihre Träume. Und weißt du was, Henry? Viele ihrer Gedanken und Gefühle haben sich genauso angefühlt wie meine eigenen Gedanken in dem Alter. Das hat mich wirklich überrascht und auch getröstet. Ich habe verstanden, dass viele junge Menschen sich so fühlen und das ist normal. Das ist eine wirklich tiefe Erkenntnis, Emilia. Ich finde es faszinierend, wie ein altes Tagebuch jemandem helfen kann, sich besser zu fühlen. Das ist die Kraft von Geschichten und von Verbindungen zwischen Generationen. Liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr auch so eine Familie, die euch besondere Dinge weitergibt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, schreibt uns. Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten. Und das Tagebuch, ich habe es natürlich aufgehoben. Es liegt bei mir zu Hause in einer speziellen Box zusammen mit anderen Familienfotos und Erinnerungen. Eines Tages möchte ich es vielleicht meinen eigenen Kindern oder Enkeln weitergeben. So bleibt die Geschichte lebendig. Das ist ein schöner Gedanke. Erinnerungen und Geschichten weiterzugeben, ist wirklich wichtig. Es verbindet uns mit der Vergangenheit und mit den Menschen, die vor uns gelebt haben. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier bei Dankecast Deutsch so viel miteinander reden und Geschichten teilen. Absolut, Henry. Und das ist auch genau das, was wir mit Dankecast Deutsch machen wollen. Wir teilen echte Geschichten in einfachem, natürlichem Deutsch, damit ihr, liebe Deutschlernende, die Sprache durch echtes Leben lernt. Nicht durch trockene Grammatikregeln, sondern durch Gespräche und Emotionen. Genau. Und apropos Lernen, habt ihr heute neue Wörter gehört? Zum Beispiel das Wort unbezahlbar. Das bedeutet, etwas hat keinen Preis, weil es so wertvoll ist. Oder das Wort Urgroßmutter. Das ist die Mutter eurer Großmutter. Ihr seht, man lernt im echten Gespräch ganz natürlich neue Wörter. Das stimmt. Und was ich euch noch mitgeben möchte, Geschenke müssen nicht teuer sein. Das Schönste ist oft das, was von Herzen kommt. Zeit, Aufmerksamkeit, eine Erinnerung, eine Geschichte.
Das sind die Dinge, die wirklich bleiben. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal jemandem ein Geschenk macht. Sehr gut gesagt, Emilia. Ich stimme dir vollkommen zu. Und jetzt haben wir natürlich eine Frage an euch alle, liebe Zuhörer. Was war das schönste Geschenk, das ihr je bekommen habt? War es etwas Materielles wie ein schönes Gerät oder ein Kleidungsstück? Oder war es etwas Persönliches wie eine Erinnerung oder ein Brief? Schreibt uns eure Geschichte in die Kommentare. Wir freuen uns wirklich auf eure Antworten. Ja, bitte schreibt uns. Je mehr Geschichten wir lesen können, desto glücklicher sind wir. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir eure Geschichte sogar in einer zukünftigen Folge auf. Das wäre doch toll, oder? Und vergesst nicht, Danke Cast Deutsch zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die auch Deutsch lernen, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir wachsen gerne mit euch zusammen. Jede neue Stimme und jeder neue Hörer bedeutet uns sehr viel. Ihr seid der Grund, warum wir das hier machen. Das stimmt. Wir machen das wirklich gerne für euch. Es ist jedes Mal eine Freude, sich hinzusetzen, zu reden und zu wissen, dass irgendwo auf der Welt jemand zuhört und dabei Deutsch lernt. Das ist einfach wunderschön. Gut gesagt, Emilia. Dann wollen wir für heute langsam zum Ende kommen. Es war wieder eine sehr schöne Folge. Ich habe heute nicht nur über Geschenke geredet, sondern auch über Familie, Erinnerungen und darüber, was wirklich im Leben wichtig ist. Ich glaube, das sind Themen, die uns alle verbinden, egal woher wir kommen. Ja, das denke ich auch. Wir alle kennen das Gefühl, wenn jemand an uns denkt und uns etwas Besonderes gibt. Das ist etwas sehr Menschliches und Schönes. Danke, Henry, für deine Geschichte mit der Holzbox. Das hat mich wirklich bewegt. Und danke dir für die Geschichte mit dem Tagebuch deiner Urgroßmutter. Das hat auch mich sehr berührt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es für heute bei Danke Cast Deutsch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht sogar ein paar neue Wörter gelernt. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt offen und vor allem macht weiter so mit eurem Deutschlernen. Ihr macht das fantastisch. Guten Tag und bis bald, ihr Lieben. Guten Tag und tschüss. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit euch. Bis dann, eure Henry und Emilia von Danke Cast Deutsch.